Servus ihr Skiverrückten und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und diesmal auch aus einem neuen Skigebiet, Serfaus-Vis-Lades. Ich war hier im Sommer schon mal mit Basti, der auch gerade hinter der Kamera steht, zum Mountainbiken und heute geht es zum ersten Mal richtig Skifahren hier im Gebiet und da möchte ich dich mitnehmen, ich möchte das Skigebiet erkunden. Es gibt 3 verschiedene Aussichtspunkte, die wir sehen werden, 2 tolle Möglichkeiten, um einzukehren. Wir möchten die Fakten hier ums Gebiet checken und ganz am Ende steht die Frommes-Abfahrt an, die wir auch im Sommer mit dem Frommes Trail gefahren sind. Und natürlich, ganz wichtig, am Ende des Videos wird es auch ein kleines Fazit geben. Lohnt es sich für dich, nach Serfaus-Vis-Lades zu kommen? Für wen ist das Skigebiet ganz besonders geeignet? Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Thema. Du siehst, ich bin hier oben an der Pezitbahn angekommen, auf über 2700 Metern. Und hier befindet sich dann auch der allererste Aussichtspunkt, der sich P1 nennt. Und wenn wir uns jetzt umdrehen, siehst du schon, was das hier für eine Bergkulisse ist. Der absolute Wahnsinn, wo wir rüber Richtung Südtirol gucken, wo wir rüber Richtung Schweiz gucken können, Samnaun im Blick und ganz, ganz spannend, da drüben der höchste Punkt im Skigebiet, nämlich der Maßner Kopf mit über 2800 Metern. Und da werden wir uns gleich auch zunächst einmal hinbegeben, denn was du da auch siehst, ist eine schwarze Piste, die wir beide, Basti und ich, sehr gerne mal fahren wollen. Die sieht von hier aus schon extrem steil aus und das wird das allererste sein, was wir jetzt machen. Also ich würde sagen, Ski anschnallen und rüber zum Maßner Kopf. Wahnsinn, ey! Was für eine Abfahrt zum Start des Morgens. Jetzt sind wir hier am Fuße der Bergbahn zum Maßner Kopf hinauf. Jetzt geht es also auf 2800 Meter. Schauen wir uns mal an, wie es da oben ist. Gut, die Maßner Kopfbahn hat uns jetzt auf 2820 Meter gebracht und jetzt geht es nochmal 8 Meter hoch, ganze 8 Höhenmeter und das zum Aussichtspunkt hier oben auf dem Maßner Kopf, denn der Gipfel des Berges liegt auf 2828 Metern. Und diesen Aussichtspunkt, den M1, den checken wir jetzt mal aus. Aussichtspunkt M1 hier oben am Maßner Kopf, ein unglaublicher Ausblick auf super viele 3000er. Auch der Blick Richtung Ortler, 3900 Meter Wildspitze, ganz spannend. Und da drüben vom Pezit sind wir gerade eben gekommen. Wir sind jetzt gerade am einen Ende des Skigebiets und hangeln uns in diesem Video jetzt rüber zum anderen Punkt und dann später, wie gesagt, zur Frommes-Abfahrt. Und dann geht es jetzt wieder zum Skifahren und zwar auf die schwarze 160 vom Maßner Kopf. Die sieht aus der Ferne brutal aus und das probieren wir jetzt mal aus. Wow!
Die schwarze 160 hinter uns hier am Maaßener Kopf. Ich muss sagen, das Gebiet hier oben ist vielseitig, sportlich vor allen Dingen. Sehr viele rote, schwarze Pisten, aber auch blaue Pisten, wie zum Beispiel vom Pezit runter. Hochalpin gelegen auf 2800 Metern und mit guten Schneeverhältnissen heute griffiger Schnee, sodass man da wirklich schön den Schnee auch zum Stauben bringen konnte. Jetzt geht's für uns rüber. Wir gehen zum Faktencheck und dann machen wir an der Scheid-Bahn. Oben an der Scheid-Bahn angekommen und da kommen wir zum obligatorischen Faktencheck. Was erwartet dich, wenn du hier im Skigebiet Serfaus-Vislades unterwegs bist? Und wie der Name des Gebiets schon sagt, 3 Orte: Serfaus, Vis und Lades. Und damit eine Höhenlage, die sich eben von Lades auf 1200 Höhenmetern hoch auf den Maaßener Kopf auf 2828 Meter erstreckt. Für unser Video sind wir gerade Mitte Dezember 2019 hier. Das Skigebiet hat seit Anfang Dezember geöffnet und es geht bis Mitte April. Und wie du hier an dem Pistenplan schon erkennen kannst, ganz weitläufig insgesamt 68 Liftanlagen, die dich den Berg hinauf befördern und 214 Pistenkilometer. Und der größte Anteil dieser Pisten sind rote Pisten, dann kommen die blauen Pisten und dann die schwarzen sportlichen Abfahrten. Da ist also für jeden was dabei, sich sowohl richtig sportlich auszutoben, als auch schlussendlich das Skifahren zu erlernen. Und da legt Serfaus-Vislades in seinen Angeboten ganz besonders den Fokus auf Familien. So gibt es verschiedene Programmpunkte, wie gestern zum Beispiel die Adventure Night, die ganz klar auch auf Kinder, Jugendliche und eben Senioren, Oma, Opa, Vater, Mutter ausgerichtet sind. So gibt es Kinderwagenparkplätze, besondere Einrichtungen in den Restaurants, also ganz starker Fokus, dass hier alle Generationen so auf ihre Kosten kommen. Und so auch beim Skifahren, denn es gibt 2 ganz besondere Kinderländer. Einmal Berthas Kinderland in Vis und dann hier oben die Kinderschneealm, zu der wir uns auch gleich bewegen wollen. Gerade stehen wir noch an der Scheid-Bahn und das ist auch ganz interessant für dich, denn von hier aus hat im Sommer auch ein Trail runtergeführt, nämlich der Scheid-Trail beim Mountainbiken. Das heißt, das Skigebiet Serfaus-Vislades ist auch im Sommer aktiv mit einem Bikepark und mit verschiedenen Angeboten für Mountainbiker. Da waren Basti und ich auch vor Ort. Das Video kannst du dir gerne jetzt mit Link hier oben anschauen. Und ich würde sagen, jetzt fahren wir mal auf zur Kinderschneealm und schauen uns das Angebot dort an. Ja, und hier auf der Kinderschneealm sind natürlich die perfekten Bedingungen für die Kids, um Skifahren zu lernen. Insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 solcher Teppiche, um wieder hochzukommen den Berg, die ersten Kurven zu fahren und dann auch wirklich eine angenehme erste blaue Piste hier. So kommt man gut ins Skifahren rein, so wie die Kids, die jetzt hier gerade kommen. Wir werden jetzt zum 3. Aussichtspunkt fahren und zu unserem Mittagsstopp. Was das ist, das zeige ich dir gleich. Jetzt sind wir mit dem Sunliner hochgefahren, lassen jetzt Serfaus als Ort rechts liegen, begeben uns jetzt eher nach Lades und nach Vis, fahren jetzt mal rüber zur Schönjochbahn und zur Almbahn. Schauen mal, was da geht. Bergstation Schönjochbahn und das erinnert auch an den Sommer, denn hier sind wir auch mit den Mountainbikes gewesen. Und jetzt geht es auf zum 3. Aussichtspunkt. Den siehst du schon ganz knapp da oben, und zwar der Z1 mit dem Crystal Cube. Da fahren wir jetzt mal hin. Ja,
Ja, ich habe euch beim Einstieg ins Video 3 Aussichtspunkte versprochen und jetzt sind wir am 3. Aussichtspunkt, dem sogenannten Z1 und das oben am 12er-Kopf. Und hier gibt es 2 Attraktionen. Einmal hier drüben der große Aussichtspunkt an sich, der auch herausragt, also nur für diejenigen, die schwindel- und höhenangstfrei sind. Und da drüben, wenn ich meine Ski mal kurz abstelle, den Crystal Cube, und in diesem Cube kannst du sowohl Frühstück, Mittagessen als auch Tee zu dir nehmen und schlussendlich auch deine Hochzeit feiern, wenn du möchtest, habe ich mir sagen lassen. Also wenn du da einen ganz besonderen Genussmoment haben möchtest, dann ist vielleicht der Crystal Cube eine ganz gute Sache für dich. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch zum Aussichtspunkt, da sieht es wahrscheinlich richtig gut aus. Sehr starke Abfahrt hier runter von der Almbahn. Grandios breite Piste, schön griffig, das hat Spaß gemacht, auch bei dem Sonnenschein. Und jetzt geht's auf zur Einkehr hier auf die Zirbenhütte. Gerade wunderschön gelegen, die Sonne strahlt richtig auf die Sonnenterrasse und da fahren wir jetzt mal hin. Alles klar. Okay, wir haben uns für drin entschieden. Draußen ist doch ein bisschen frischer auf der Sonnenterrasse, deswegen ein bisschen aufwärmen. Das hier auch am Dorf Stade, direkt mit einem kleinen Feuer. Sehr urig hier in der Zirbenhütte. Die Karte verrät uns, wirklicher Genuss ist angesagt. Wir haben jetzt gerade auch schon eine kleine Bretteljause als Vorspeise bekommen aus der hauseigenen Metzgerei. Hier wird wirklich handwerklich sehr stark gekocht, merken wir schon von Anfang an. Und dann eines der Gerichte, was empfohlen wird, was wohl viele Gäste hier essen, sind die beiden Röstis. Sowohl das Rösti-Gemüse und auch das Rösti-Speck. Und ich glaube, das Rösti-Gemüse werde ich mal probieren. Mal bei Basti gleich checken, was der noch essen will. Dann kriegen wir 2 Aufnahmen von Essen. Und natürlich das obligatorische, ihr wisst es doch, Soda-Zitronen. Das haben wir aktuell eigentlich nur, oder? Beste. Optimal, dann Mittagessen, wohlverdient. Cheers. So, ein herzliches Pferddank von der Zirbenhütte. Das war ein toller Besuch. Ich habe das Gemüseröstel gegessen, der Basti die Dinkelnudeln und es war tatsächlich beides sehr, sehr lecker. Gute Küche, wird hier groß geschrieben. Jetzt geht es für uns zum letzten Highlight in diesem Video und natürlich später zum Fazit. Es geht jetzt auf die Frommes-Abfahrt, die sagenumwobene. Viele haben mir gesagt, dass das unbedingt ein Highlight ist, was wir hier auschecken sollten. Deswegen Skier anschnallen, auf zur Frommes-Abfahrt. Hoffentlich nochmal bei Sonnenschein die tolle Abfahrt genießen. Auf geht's! Und jetzt ist es soweit. Im Sommer waren wir schon hier oben bei dem Frommes Trail zum Mountainbiken. Und jetzt geht's auf die Frommes Abfahrt, die ja tatsächlich über Landesgrenzen bekannt ist. Und einige Zuschauer haben schon geschrieben, dass ich sie unbedingt auschecken soll. Hier ist der Start der Frommes Abfahrt. Erinnert mich auch sehr stark an den Sommer, wo wir hier waren. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und schauen, was die Frommes Abfahrt so bringt, welche Ausblicke sie hat. Auf jeden Fall noch ein Highlight, bevor es ins Fazit geht. Und auf geht's. Als hätten wir es bestellt, wie beim Mountainbiken im Sommer. Wieder Sonnenschein, ein bisschen Golden Hour Stimmung schon, dieser Blick hier auf die beiden Seen. Was mir direkt mal auffällt bei der Frommes Abfahrt ist die breite Piste. Du kannst deine Schwünge wirklich toll fahren und gerade super präpariert, also macht richtig Spaß. Aber das nutzen auch einige Skifahrer. War vernünftig.
Und mit dieser Abfahrt, der Frommes-Abfahrt, beenden wir den heutigen Skitag hier im Video. Jetzt geht's ins Fazit über und eigentlich stehen wir genau an der gleichen Position, wo wir auch im Sommer unser Video beendet haben. Nach der Frommes-Abfahrt, damals im Sommer, nach dem Frommes Trail. Und mit diesem Punkt im Video möchte ich auch ganz gerne auf eure Kommentare bei Instagram eingehen zum Gebiet Serfaus Fisslades. Was habt ihr geschrieben? Was sollte man hier als Highlight unbedingt ausprobieren? Und da sind einige Kommentare unter dem heutigen Instagram-Post zu Serfaus Fisslades eingegangen. Einige sagen und empfehlen uns die Frommes-Abfahrt, die wir jetzt gerade gefahren sind. Andere haben zum Beispiel hier noch Hütteneinkehrtipps wie die Zirbenhütte und auch den Leitewirt, an dem wir vorbeigefahren sind, aber nicht eingekehrt sind. Dann sagen auch einige, dass insbesondere die Abfahrten vom Maßnerkopf, die steilen Abfahrten dort, sehr sportlich zu fahren sind. Das fand ich auch super dort oben am Maßnerkopf. Und wir haben die Nordseite. Da waren wir nur ganz kurz. Das heißt, wenn du da in Serfaus Fisslades bist, könnte für dich die Nordseite auch als sportliche Abfahrt noch super gut geeignet sein. Viele empfehlen dann zum Beispiel auch die Aussichtsplattformen Z1, M1. Da waren wir heute auch in diesem Video und ich denke, damit haben wir einen ganz guten Überblick gegeben, was hier in Serfaus Fisslades so los ist, und vielen Dank für eure Kommentare unter dem Instagram-Post. Und sollte dir jetzt noch etwas in der Aufzählung fehlen zu Serfaus Fisslades, schreibt das bitte in die Kommentare, sodass wir alle was davon haben und schlussendlich jeder dann den besten Urlaub, den besten Skiurlaub hier in diesem Skigebiet verbringen kann. Gehen wir ins Feedback über. Was haben wir heute vorgefunden? Die 3 Aussichtspunkte, die ganz besonderes Bergpanorama geboten haben, tollen Ausblick über die 3 Orte Serfaus, Fiss und Lades und schlussendlich auch auf die umliegenden 3000er. Ganz besonders für die sportlichen Skifahrer unter euch Maßnerkopf, super Abfahrten, rote und schwarze Abfahrten. Generell ein sehr sportliches Skigebiet auch, was die Abfahrten angeht. Insbesondere die Frommes-Abfahrt oben, breites Stück, das hat richtig Spaß gemacht zum Carven. Nicht allzu steil, sondern eher zum Genusscarven und da wirklich mit tollem Ausblick. Deswegen ist diese Frommes-Abfahrt auf jeden Fall auch etwas, was ich empfehlen kann. Für wen eignet sich jetzt Serfaus Fisslades ganz besonders? Ihr habt es eben schon in meiner Anmoderation gehört, Familien stehen hier im Fokus. Das heißt, das ganze Programm rund um die Kids, rund um aber auch Oma, Opa und die Eltern wird hier ganz schön viel geboten. Die verschiedenen Shows, die Wanderwege, das Skifahren, das Erleben, wirklich ein ganz tolles Erlebnis für Familien. Aber auch der sportliche Skifahrer kann hier auf seine Kosten kommen. Eben am Maßnerkopf bei den roten und schwarzen Pisten. Die Nordseite wurde ja jetzt mehrfach empfohlen. Das kann ich dir auch sehr gut ans Herz legen. Also Fazit ist, dass sich das weitläufige Skigebiet Serfaus Fisslades vor allen Dingen für Familien und für die sportlich ausgerichteten Skifahrer eignet, die ja einfach viele Pistenkilometer sammeln wollen. Für diejenigen, die aber den Après-Ski zum Beispiel in den Fokus stellen oder schlussendlich nicht so gern mit vielen Kindergruppen oder generell mit Kindern nicht so gut können, ist das Skigebiet an der Stelle nicht so gut geeignet, denn es sind natürlich viele Gruppen unterwegs, es gibt viel Skischule und es sind viele Kinder im Ort. Da muss man natürlich an gewisser Stelle auch Lust drauf haben. Ich hoffe, dass dir dieses Video heute aus Serfaus Fisslades gefallen hat. Wir haben die wesentlichen Highlights dargestellt, einige Abfahrten gefahren. Sicherlich geht da noch mal was, insbesondere auch im Bereich des Freerides, was wir heute zu Mitte Dezember noch nicht ausprobieren konnten. Aber ich freue mich natürlich, wenn du weiter bei mir auf dem Kanal unterwegs bist und vielleicht kommt dann noch mal ein Video zum Freeriden oder zu den anderen Ecken in Serfaus Fisslades. An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an den Meister hinter der Kamera. Ihr seht die Aufnahmen, bombastisch, was der Junge dauerhaft rauszaubert mit der dicken Kamera, sprich der Sony Alpha. Dann haben wir die Drohne mit dabei. Vielen Dank an Bastian, der diese Aufnahmen macht, und ja, vielen Dank fürs Einschalten nochmal. Tschüss, bis dahin.